Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Mein Name heißt Björn. Und ich Jenny. Ja. Ja, worum geht es denn heute? Ja, worum geht's denn heute? Wir haben hier, completed in one session. Was heißt denn das? Das heißt, irgendwie in einem Rutsch gespielt. Ja, das heißt, man hat sich hingesetzt, hat ein Spiel angemacht und spielt das in einem durch. 120 Stunden lang. Skyrim. Elex. Was auch immer. Ja, es gibt lange Spiele. Die kann man eigentlich nicht in einem Rutsch spielen, oder? Oder was ist mit in einem Rutsch spielen überhaupt gemeint? Genau, das heißt ja nicht, dass man sich jetzt hinsetzt und 3 Tage nicht mehr gesehen wurde. Bei manchen Fällen vielleicht schon, aber in der Regel heißt es, ich fange das Spiel an und spiele es jetzt die nächsten Tage, Wochen kontinuierlich durch, solange bis ich damit fertig bin und fange in der Zeit vielleicht kein anderes Spiel an und mache auch nicht irgendwie ein halbes Jahr Pause. Das ist gemeint in einer Session. Genau. Ja? Und je länger das Spiel ist, so die These, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Leute das in einer Session durchspielen? Oder ist das vielleicht doch nicht so? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, bist du ein Etappen- oder in einem Rutschspieler? Ja? Und reaktivierst du dann dabei auch alte Save-Games? Das heißt, ein halbes Jahr später nochmal irgendwie das alte Save-Game nochmal laden und dann da weiterspielen? Und die haben Folgendes gesagt. Ich wäre gerne in einem Rutschspieler. Ich bin leider ein Etappenspieler, weil es zeitlich nicht geht. Nö, da bin ich ein Etappenmensch. Also vor allem meistens, wie ich schon vorher gemeint habe, wenn ich ein Spiel spielen möchte, dann interessiert mich irgendetwas ganz Besonderes an dem Ding und das spiele ich dann auch, um genau diese Erfahrung irgendwie zu haben. Sehr oft passiert es dann leider auch, dass wenn ich dann diese Erfahrung gehabt habe, dass ich auch dann irgendwie mittendrin aufhöre und es dann nicht mehr durchspiele. Also reaktivieren eher selten. Also ich denke auch, normalerweise spiele ich dann durch. Man hangelt sich, wenn es Level gibt, vielleicht so von Level zu Level, dann macht man eine kurze Pause. Aber eigentlich spiele ich dann durch. Etappenspieler, denke ich schon. Gerade auch wegen des Streams, da macht man dann immer so 8 Stunden und dann vielleicht auch erst eine Woche später weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob das manchmal möglich ist, alte Save-Games zu aktivieren, weil man manchmal ja gar nicht mehr weiß, worum es geht. Aber ich werde das tun, sonst komme ich ja nie durch. Ja, wie du schon gesagt hast, ist natürlich schon davon abhängig, wie groß das Spiel ist. Mhm. Ne? Ganz klar. Das heißt, je größer das Spiel ist, desto weniger kann man es tatsächlich irgendwie in einem Rutsch spielen oder so. Ich meine, ein Spiel, was irgendwie 8 Stunden lang ist, kriegt man mal eben an einem Wochenende hin. Da setzt sich 2 Tage dran, 2 mal 4 Stunden. Soll ja jetzt nicht das Problem sein, oder? Ich hatte oft das Gefühl, das ist auch so eine Gedächtnisfrage. Du spielst zum Beispiel sehr viel häufiger alte Safe-Games weiter als ich. Und warum? Alten Socken aus dem Keller. Weil du gerade bei solchen Dingen ein besseres Gedächtnis hast. Ach. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worum es geht, wer ich bin und was ich da will. Wo bin ich? Wie ne? heiß ich? Das Und dann- kommt mir bekannt vor. Wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann tendiere ich eher dazu, vielleicht nochmal von vorne anzufangen, weil ich habe sowieso das meiste vergessen. Ja. Und du sagst, ach ja, alles klar, da war ich und spielst dann weiter. Und ich denk so, hä? Wieso weiß er das noch? Was? Und Ja, unterschiedliche Leute haben unterschiedliches Gedächtnis und können sich unterschiedliche Dinge gut merken. ja. Und absolut. davon ist das, glaube ich, auch stark abhängig. Ja, also wir haben unheimlich viele Charaktere in unserem Spiel. Bei Elex zum Beispiel, ja. 400 oder 500 Charaktere, die tatsächlich auch irgendwie Namen haben und ihr irgendwelche Missionen geben und so weiter. Und da ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, sich die alle zu merken. Aber die wichtigen reichen doch, oder? Oder tendenziell die Geschichte so, ne? Ja. Es gibt auch Spiele irgendwie, die ein bisschen einfacher gestrickt sind, ja, wo du eigentlich nur rumballerst. Da kann man sagen, okay, ich spiele in Etappen. Ich spiele mal wieder eine Stunde, dann lasse ich mal wieder 2 Wochen liegen, dann spiele ich mal wieder eine Stunde. Aber wo man sich intensiv mit beschäftigt, ist tatsächlich schwierig. Genau. Auch eine Sache des Schwierigkeitsgrades. Wenn ich ein Spiel habe, wo ich die Steuerung lernen muss, Ja. wo ich das Kampfsystem lernen muss und ich lasse das liegen, Ja. weiterzuspielen, ist wirklich schwierig. Ja. Weil ich mich dann eigentlich erstmal wieder einarbeiten muss und dann 1000 Tode sterbe im wahrsten Sinne des Wortes, bevor ich wieder drin bin. Ja. Ne? Ja. Und sowas dann in einem Rutsch zu spielen, das heißt sich zu steigern, besser zu werden, es zu raffen und zu sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie den Endgegner geschafft, irgendwie kurz vorm Endgegner aufzuhören und dann nochmal, machten viele nicht. Wir machten sowas.
Ich habe das häufig gemacht vorm Endgegner, weil es dann irgendwie das Ende des Spiels ist, ich weiß das und so, und dann aber dann wird's noch mal irgendwie schwer und so, und dann habe ich dann da mich dran festgebissen und ach scheiße, hab keinen Bock mehr, so, ne. Gibt's ja auch dann, dass man sagt, Defcon 1, sagte ich ja schon mal, guckt man sich das Ende dann bei YouTube an, weil man dann nicht möchte, dass man, aber das ist ja nicht gemeint hier, sondern hier ist gemeint, ne, warum sollte man in einem Rutsch spielen? Es gibt mehrere Gründe dafür. Erster ist, ich vergesse, worum es geht. Das ist ein ganz großer Grund. So, ja, das heißt also, bevor ich irgendwie den Faden verliere, ja, ziehe ich das lieber durch und dann weiß ich am Ende, okay, das war ein abgeschlossenes Erlebnis und so weiter, ja, mit meinen Momenten und irgendwie in einem Rutsch und toll, so, ja. Dazu muss es dann aber auch zünden, dieses Spiel. Ja, wenn es nicht zündet, ihr kennt das, ja, gibt ein Spiel, dann spiele ich das und so, und dann ist das irgendwann so, boah, jetzt muss ich mich aber hier durchquälen, komm, ich lasse die Scheiße sein. Eigentlich will ich wissen, wie es weitergeht, aber es zieht sich lang, so, ja. Das heißt, spannend muss es sein. Das heißt, in einem Rutsch spielen, wenn man das will, ja, dann ist es entweder spannend, dass es mich immer wieder zurückholt, ja, dass ich in einem Rutsch spiele, oder eben nicht. Aber spannend ist auf jeden Fall eine Sache, also Spannung ist eine Sache. Ja, man muss sich die Zeit nehmen dafür tatsächlich, ne? Also es gibt Leute, die tatsächlich sagen so, ich nehme mir jetzt Urlaub für ein bestimmtes Spiel und dann zocke ich das durch, weil ich weiß, es ist ein langes Spiel so, ne? Habe ich auch schon gemacht, also nicht Urlaub gemacht, aber mir tatsächlich vorgenommen, so, jetzt spielst du dieses Spiel und ziehst das durch, so, ne? Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja, in einem Rutsch spielen, ja, wenn das Spiel kurz ist, kann man es eigentlich in einem Rutsch spielen. 2 Abende ist man eigentlich ziemlich durch. Kurze Spiele, so Klassiker, ne? So 2 Abende und dann ist das auch cool irgendwie. Ne? Und so Spannungsbögen haben die dann meistens, ist man auf dem Zenit irgendwie, boah, spannend und so und dann zu Ende. Das ist auch ziemlich häufig so. Hinterlässt aber oft das Gefühl so, oh schade, war nur so kurz. War so kurz, ne? Das ist dann auch irgendwie. Hat man dann den bleibenden Eindruck dann tatsächlich mit so einem Spiel hinterlassen? Manchmal ja, manchmal nein. Kommt dann immer drauf an. Ne? Ja. Kann man so nicht sagen. Kann man so nicht sagen. Ne? Ist auch, hat auch seine Vorteile. Ne? Da kann man sich auch noch darüber unterhalten, ob jetzt irgendwie die Kohle gerechtfertigt ist für eine gewisse Art von Länge eines Spiels und so weiter, aber das ist gar nicht gemeint, sondern spielt man es in einem Rutsch oder nicht. Ne? Und das ist halt tatsächlich von der Länge abhängig. Ne? Von vorne anfangen ist schwierig bei langen Spielen, steht hier. Ja, weil du dann häufig dazu neigst, an derselben Stelle wieder hängen zu bleiben, ne? Also zieht man es dann doch lieber durch, auch wenn man dann, sag ich, jetzt mal den Kaugummi zieht und so, aber dann, ich weiß, ich werde das nie wieder anfangen, wenn ich jetzt nicht weiterspiele. Ja. Wenn man so ist wie ich, sagt, okay, ich leg's hin, ich spiel's zu Ende, irgendwann kram ich's wieder raus und dann spiele ich das alte Safe-Game weiter. Wenn man das noch hat. Ne? Wenn es nicht zu lange her ist. Aber wenn es zu lange her ist, dann hat man auch vieles wieder vergessen. Dann ist es auch okay, wieder von vorne anzufangen. Wenn es nicht zu lang ist. Es gibt ja auch so Leute, die spielen tatsächlich mehrere Spiele gleichzeitig. So, keine Ahnung, jetzt ist Montag, jetzt spiele ich das Spiel, Mittwoch spiele ich ein anderes und Freitag spiele ich wieder ein anderes. Mal bei Serien auch. Das finde ich aber manchmal sehr schwierig. Ja, da bringt man Sachen durcheinander. Streamer machen das häufig, ne? Ja, die haben dann irgendwie den Horror Montag. Spooky Monday bei und Vulven oder den Story Thursday oder so, ne? Sowas. Wenn man das so macht, dann ist es auch oft so, dass man irgendwie die Sachen durcheinander bringt. Ja. Und die Steuerung durcheinander bringt, ne? Ja. Bei dem einen muss ich irgendwie auf B hüpfen, auf dem anderen irgendwie auf X und hoch. Da schmeißt man auch mal seine Knarre den Mutanten vor die Füße, weil man die falsche Taste gedrückt hat. Das hatte andere Gründe. Das hat... Ich hab mich erschrocken. Du hast dich erschrocken. Ja. Aber ja, ansonsten musst du dir wirklich merken und dann dich dann jedes Mal wieder so ein bisschen reinarbeiten irgendwie, weil du das sonst die Dinger verwechselst, ne? Deswegen mache ich das ungerne, sagen wir mal so. Ja gut, warum sollte man ein Spiel so lang machen, steht hier. Ne? Preis-Leistungs-Verhältnis, Vergleich, Kinobesuch, 10 oder 60 Stunden Spielzeit, steht hier. Ne? Das heißt also, ein Kinobesuch ist mittlerweile nicht billig. Mit Popcorn und mit allem drum und dran oder so zahlt man schon ordentlich ziemlich viel Geld dafür. Oh ja. Früher war das irgendwie ein Marx-Kino am Sonntag oder so, da haben wir uns irgendwie Godzilla gegen Frankensteins Monster angeguckt. Das kannst du heute nicht mehr bringen, so, ne? Da kommst du nicht mehr weit mit einem Euro, so, ne? Und ja, also Kinobesuch und ein Computerspiel kaufen sind schon in einer eher ähnlichen Größenordnung mittlerweile. Ein Kino ist irgendwie 1,5 Stunden oder 2 Stunden, vielleicht Herr der Ringe 4 Stunden oder was weiß ich, in der Extended Gedöns oder Marathon oder so. Aber ein Computerspiel tatsächlich irgendwie, wir bieten eins an und sagen, es dauert 60 Stunden. Gibt auch Leute, die länger drin verweilen in Elex oder
halt weniger, weil sie straight durchspielen oder sowas, ne? Aber ist das dann das Geld gerechtfertigt? Da kann man sich auch drüber unterhalten. Also sollte schon eine gewisse Länge haben, wenn man eine gewisse Kohle verlangt für so ein Spiel, ne? Ja, also wenn es unter 10 Stunden ist, dann ärgern sich die Leute tendenziell wirklich häufiger, weil sie das Gefühl haben, unter 10 Stunden ist es das Geld nicht wert, wenn es zu teuer gewesen ist. Ne? Ja. Wenn du jetzt irgendwie für 10 Euro so ein Spiel kaufst, dann sind alle damit zufrieden. Ist es teurer, dann fangen sie schon an zu moppern, weil in Relation zu anderen Dingen, ne, die Leute vergleichen es ja eigentlich nicht mit dem Kinobesuch, sondern mit anderen Spielen. Was kosten die denn für dieselbe Spielzeit? Ne? Und dann an der Stelle, dann wird gefeilscht. Ja. Aber im Grunde genommen ist es ja auch, das Spielerlebnis steht natürlich an erster Stelle. Das heißt, wenn ich wirklich Spaß damit habe und es ist ein tolles Erlebnis, dann verzeihe ich auch, wenn es an der einen oder anderen Stelle Abstriche macht, gefühlt zu kurz war. Und es gibt Leute, die spielen irgendwie unser Spiel 120 Stunden und sagen, jetzt ist aber zu Ende. Gibt's auch, ja. Jetzt muss ich warten. Was kann ich denn jetzt machen? Wann kommt der nächste DLC? Ja, gibt keinen. Blöd. Ne? Also, es gibt Leute, die kriegen nie genug und das ist ja auch toll. Das ist toll so, weil du dann weißt, cool, dem hat's wirklich Spaß gemacht, der hat wirklich in jede Ecke geguckt. Und die Leute, die das nicht wollen, die können auch innerhalb von 30 Stunden die Story durchballern und dann auch zum schönen Ende kommen, ja. Das, was übrigens sehr, sehr interessant ist, weil das für die Entwicklung gar nicht so eine große Rolle spielt. Da versucht man eher inhaltlich irgendwie an die Sache ranzugehen, so dass, was macht denn Spaß? Wie ist das Pacing denn gut? Und gar nicht so, ja, wie lang muss es denn sein? Womit könnte ich das denn noch stopfen? Das macht nämlich keinen Spaß. Und wenn ihr euch mal die Achievements anguckt, meistens sind bei den meisten Spielen die Achievements so gemacht, dass man daran sehen kann, wie viele Leute wie weit gekommen sind. Und die wenigsten kommen über 20 Stunden hinaus. Egal welche Spiele. Vergleicht die mal miteinander. Die Spiele, die ihr gerne spielt, irgendwie guckt euch die Achievements an und guckt mal, wie viele Leute haben denn tatsächlich das Ende gesehen. Das sind die wenigsten. Bei den meisten Spielen. Sehr, sehr spannend. Ja. Auch Humble Bundle bereinigt. Ne? Das heißt also, irgendwann verschwimmen ja diese Grenzen und so und dann, ist ja vor und nach und so. Nee, damit ist schon gemeint, wenn das Spiel irgendwie im vollen Saft steht, wenn es verkauft wird und tatsächlich irgendwie die meisten Leute dann darauf rumspielen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja gut, wir machen Spiele, wo wir davon ausgehen, dass Leute auch mehrere Etappen machen wollen. Also sind unsere Missionen auch so dokumentiert, dass man, wenn man wieder das alte Safe Game lädt, dass man sich erarbeiten kann anhand des Quest-Logs oder so, ja, wo ich mich befinde gerade und was tatsächlich jetzt die Geschichte oder das nächste zu tun ist und so weiter. Ja, das ist ja manchmal so, weil es so viele Missionen sind, die man machen kann oder so, ist es ohnehin schon wichtig, dass die Dokumentation davon, dass man sich auch die Dialoge dazu nochmal irgendwie wie war das denn nochmal, erarbeiten kann, nicht, dass man wieder von vorne anfangen muss. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn Spiele, bei denen das ist irgendwie auch, wenn ich eine Mission annehme oder so, das heißt auch die Dialogoptionen, dass sie auch wirklich einige, das ist nicht immer so, aber meistens eindeutig sind, so, okay, führe mich da und da und da hin. So, ja. Das ist für viele vielleicht manchmal auch ein bisschen störend, ne? Ja, okay, lass es uns tun oder so, ja? Oder ja, engage oder mach mal oder ja, bin dabei als Dialogoption. Ja, ich weiß doch, was der von mir will. Warum steht das denn da nochmal? Warum wiederholt der Charakter das nochmal? Ja, ihr könnt auch auf Ende klicken, irgendwo anders hingehen und irgendwann, 5 Monate später, wieder zu einem Charakter hinkommen, dann steht dann da, ja, mach mal. Ja, was denn? Was meint er denn? Ja, solche Dinge. Das heißt, wir müssen da schon drauf achten, dass ja, Dialogfluss und so und irgendwie, yay, ne, aber wieso wiederholt er das, da weiß ich doch und so. Muss man schon drauf achten, dass, wenn ich in Hauptshoot im Dialog bin oder so, dass tatsächlich dann da auch steht, was er von ihm will. Ist nicht immer so. Aber tendenziell bemühen wir uns darum, dass dann da auch steht, dass ich irgendwann Ende klicken kann, weggehen kann und was anderes machen kann und irgendwann wiederkommen und einigermaßen verstehe, was ich da mache. Wenn ich da draufklicke, ich nehme hier die Quest an. Und dann steht auch ungefähr, welche Quest, worum es da geht. So, ja. Wie gesagt, es ist nicht immer so, aber wir versuchen uns zu bemühen, tendenziell, du kannst irgendwann weggehen und so, und dann hast du die Probleme, wenn du da hinkommst, du brauchst einfach nichts mehr. So, ja. Und auf einmal hast du irgendwie eine Quest angenommen, oder du hast den Typen irgendwie angepisst, weil du gesagt hast, irgendwie, nee, mit dir nicht.
Obwohl da eigentlich nur steht irgendwie, ja, dann mach doch. Ja, was denn jetzt? Mich angreifen? Oder, ne, also solche Dinge. Das ist schon nicht unwichtig, so. Ne? Vor allem für Leute, die auch Etappenspieler sind. Es gibt viele Etappenspieler. Unheimlich viele. Die sagen, irgendwann kram ich es nochmal raus und dann spiele ich es weiter. Und dann möchte ich nicht wieder von vorne anfangen. So, ne? Dann muss das Spiel tatsächlich genügend dokumentieren, wo befinde ich mich gerade. Obwohl ich das total spannend finde, weil es statistisch nämlich sehr schwer zu erkennen ist, wie viele Leute, wenn sie denn nochmal spielen, von vorne anfangen, wie viele nicht. Insofern, wie macht ihr das denn? Wenn ihr ein Spiel liegen lassen müsst, weil ihr in Urlaub fahrt, weil ihr arbeiten müsst, weil irgendwas ist und ihr könnt jetzt gerade nicht weitermachen oder habt gerade keinen Bock mehr, fangt ihr dann von vorne an oder benutzt ihr das alte Safe Game? Schreibt mal unten rein. Finde ich spannend. Ja. Gibt ja auch viele, die sagen, die fangen nochmal von vorne an, wählen dann aber einen anderen Weg. Auch, ja. Ja. Und viele Sachen ist es mir auch schon passiert, ja, die ich eigentlich an derselben Stelle nochmal irgendwie mache. Bei Mass Effect ist mir das passiert, das habe ich mehrfach gespielt, ja. War das nicht das letzte Mal anders? Oder war es doch so? Oder nicht? Welche Dialogoption habe ich da gewählt? Ach, jetzt stirbt der und der. Ja gut, da habe ich wahrscheinlich was anderes gemacht als letztes Mal. Man weiß es auch nicht mehr. Aber das macht ja auch ein Stück weit Qualität dann Ja, aus. absolut. Ne? Mhm. Ja. Das macht dann Spaß. Ja. Vor allem, wenn die Zeit sehr lang ist und so, wenn man viele Sachen dazwischen gemacht hat, die einen irgendwie ablenken oder so, dann kommt man wieder rein. Wie war das denn nochmal? Mhm. Ne? Wie, der ist tot. Weiß ich gar nicht mehr, habe ich vergessen so, ja. Naja, ist interessant. Ne? Wiederspielwert haben wir ja auch in dem Moment, wo wir verschiedene Wege anbieten, tatsächlich, ne? Moralische Entscheidungen einbauen und auch andere Gilden einbauen und so, dass du dann immer unterschiedlich dich entscheiden kannst in dem Spiel. Und ja, das hat auch signifikante Unterschiede. Auch wenn viele sagen irgendwie, ja, das ist ja immer irgendwie dasselbe. Nee, ist es nicht. Guckt euch mal die Charaktere an, wie die darauf reagieren, so, ne? Aber wenn man halt ein Spiel in einem Rutsch spielt und so, viele Sachen, die kommen auch erst später. Das heißt, also selbst wenn man lädt nochmal und nochmal dieselbe Dialogoption, da wird sich der Typ merken, die Auswirkungen, die kommen teilweise erst sehr viel später. Mhm. So, das merkt man vielleicht am Anfang noch nicht. Deswegen Wiederspielwert und so weiter ist schon gegeben. Und spiele ich das in einem Rutsch, merke ich sehr viel mehr, welche Auswirkungen meine Taten tatsächlich hatten. Weil wenn irgendeiner sagt, irgendwie, das habe ich dir doch gesagt, da und hättest du dich mal anders entschieden, so, hab ich? Oder habe ich nicht? Weiß ich nicht mehr. Mhm. Das ist schwieriger. Das heißt also, qualitativ hochwertiger scheint es zu sein, wenn man in einem Rutsch spielt. No? Dass man solche Sachen auf jeden Fall eher bemerkt und irgendwie mehr drin ist in der Welt und nicht so rausgerissen wird und dann irgendwie, na? Das heißt, die Immersion ist höher in dem Moment, wenn man in einem Rutsch spielt. Also geht mir jedenfalls so. Ich brauche immer, wenn ich eine Etappe wieder anfange oder so, brauche ich so 4-5 Stunden, um wieder, ach, so war das, ja. Mhm. Was habe ich denn gerade gemacht? Ach, scheiße, ich habe den umgebracht. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, ne? Also das ist schon cooler. Ja, so, und ne? in einigen Fällen, das ist ja auch so, das Spiel, das wird erst später gut. Und wenn ich immer nur die erste Hälfte spiele, sehe ich es nicht. Das ist auch schon ein paar Mal mit einigen Spielen passiert. Ja. Und dann auf einmal denkst du, oh, das ist ja ein richtig geiles Spiel, hast Ja. du aber nie zu Gesicht gekriegt, weil du Ja. nie so weit gespielt hast. Ja, das ist auch Und dann denkst du, interessant. warum jetzt erst? Ja. Warum macht ihr das nicht vorher? Ja, das ist mir häufig so gegangen. Ja. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Ja. Ja, manchmal hat man so Phasen. Ne? Da mag man Spiele vielleicht nicht durchspielen komplett. Ja? Mass Effect sind große Spiele. Vielleicht habe ich aber in dem Moment keinen Bock auf Sci-Fi. Ja, das heißt, man hat das angefangen, findet es auch total geil, aber jetzt irgendwie ist man auf dem Western-Trip gerade so. Kommt so, schleicht sich so rein. Wetter ist geil, irgendwie, man hat einen Clint Eastwood-Film gesehen oder irgendeine coole Serie oder so. Boah, jetzt hätte ich aber total Bock auf, das ist eigentlich verheizen, wenn ich jetzt weiter Mass Effect spiele. Mhm. Ich würde lieber jetzt Red Dead Redemption spielen, so. Ja. Ach komm, spielen wir Red Dead Redemption. Kennt ihr alle, ja? Also die Spiele jetzt vielleicht nicht, aber diesen Effekt so, ja? Ne? Und dann lasst man den Sci-Fi-Kram liegen, so. Und Red Dead Redemption ist ja jetzt nicht kurz. Ja, ne? Und irgendwann schleicht sich dann vielleicht nach ein paar Wochen oder so, weil das Ding ist ein Mammutding, ja? Red Dead Redemption 2. Da muss man wirklich schon wochenlang und sei denn, wenn man das in einem Rutsch spielen will, ist schon eine Herausforderung. Ne? Geht bestimmt, aber ist eine Herausforderung. Ja. Vielleicht hat man auf dem Weg dann auch irgendwann so dieses Western-Setting light, so ein bisschen. Ne? Ohne um dem Spiel jetzt irgendwie nicht gerecht zu werden oder so. Oder Unrecht zu tun, sag ich mal. Aber man hat vielleicht keine Lust mehr auf irgendwie eine bestimmte Sache und dann ist auf einmal irgendwie wieder Sci-Fi, dann wechselt man wieder, ne? Ja. So.
Vielleicht auch ein bisschen wetterabhängig, ne? Wenn schöne Sonne draußen ist, mag ich gerne in der Wüste rumlaufen. Oder Und im vielleicht Winter genau das spiele ich. Gegenteil. Oder das Gegenteil, ne? Ja. Im Winter spiele ich gerne Skyrim, was weiß ich. Ja. Bei Sonne habe ich ja auch so, ne? Dann spiele ich lieber irgendwie Skyrim, ja, Winter. Ist es bei dir das Gegenteil? Bei mir ist es Auch tatsächlich vieles so. ist Gegenteil. Ich habe auch früher am Strand Pfeife geraucht und dieser Klassiker am Lagerfeuer, also am Kamin irgendwie Pfeife rauchen, war bei mir genau umgekehrt. Aha. Da habe ich lieber Kaffee getrunken oder irgendwie sowas, ja. Was heißt es so? Also manchmal habe ich auch, ist halt, ne? Pfeife am Strand, das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber ich dampf ja auch mittlerweile. Vielen Dank für, schon wieder vorbei. So. So, und da haben wir nämlich eine passende Frage zu. Und zwar, die Frage, die ich mir immer stelle, ist die Spieldauer gestreckt? Fragt hier jemand. Nee. Ne? Nee. Also, wir fangen an mit einer Welt, ja, und positionieren die Sachen dahin, wo sie hingehören. Und dann fangen wir an, eine Geschichte zu erzählen, ja. Von hier nach da muss er oder wie auch immer und der hat halt verschiedene Etappen. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dahin zu kommen. Willst du den direkten Weg wählen, hast du 35 bis 40 Stunden oder irgendwie sowas, ja, um dahin zu kommen. Wenn du jetzt gerne länger spielen möchtest, dann machst du mehr Nebenquests. Du kannst ja bei Elex beispielsweise direkt zu einer Gilde hingehen, versuchen da irgendwie der beizutreten und dann weiter in der Hauptstory und zack und ziemlich straightforward spielen. Ja? Und zwar immer das tun, was der Hauptstrang dir sagt. Da bist du ziemlich schnell durch. Die Nebenquests, die sind so das Fleisch des Spiels. Das heißt, du kannst auch zu einer anderen Gilde gehen, die erstmal kennenlernen und so. Und viele machen das auch. Die sagen, ich gehe erstmal irgendwo hin und gucke mir erstmal alles an und gucke in jede Ecke und sammle erstmal und fange an irgendwie mich zu grinden und so weiter. Deswegen ist das erste Kapitel immer so lang. Ja, das erste Kapitel ist immer so lang, ja? Ja. Nee, das ist die Welt, die ihr spielt. Und das ist von der Story her eigentlich völlig unabhängig. Weil entweder spiele ich die Geschichte straight durch und danach mache ich die ganzen Nebenquests oder auch eben nicht. Ne? Die Credits sind vorbei, es gibt Endgame und so und dann habe ich keine Lust mehr, dann ist auch okay, dann hast du es auch durchgespielt. Oder eben nicht. Das ist ja, die Frage zieht darauf ab, ist es gestreckt? Ja, An welcher Stelle entscheidest du selbst, ne? ob du dich damit beschäftigen möchtest oder nicht. So, das ist die Politik, die wir fahren. Genau, Ne? und wie spannend machst du das? Also jetzt mit Absicht zu sagen, irgendwie, du machst jetzt irgendwie das Land länger und stopfst da noch mehr Monster rein, damit er länger braucht, um von A nach B, das macht ja keinen Spaß. Dann müssten wir die Teleporter ausbauen. Zum Beispiel, das Ja. wäre eine ganz einfache Methode, die Spielzeit unwahrscheinlich zu strecken, die Teleporter wegzunehmen. Aber So. ganz ehrlich, dann macht's aber auch nicht mehr so viel Spaß. Ja, vor allem, wenn ich gehen darf, aber nicht muss, ist es okay. Ja? Wir stehen drauf, euch Freiheit zu geben. Macht, was ihr wollt. Und dann macht das Spiel auch mehr Spaß. Ja. Das ist so. Mhm. Gut, hoffentlich ist damit die Frage dann beantwortet und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei Piranha Becken TV. Genau, Mach's gut. bis dann. Ich fange schon an zu wackeln, weil ich so dringend auf Toilette muss. Nutzt das was, wenn man wackelt und auf Toilette muss? Mir schon. Dir nicht?